Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu meinem heutigen aktuellen Video. Auch heute möchte ich euch wieder ein Buch vorstellen, und zwar geht es konkret um diesen Roman hier. Hier ist er nochmal. Es ist von John Grisham der Roman Das Komplott, das im Amerikanischen unter dem Originaltitel The Racketeer erschienen ist, aus dem Jahre 2012. John Grisham schildert hier in diesem Roman die Geschichte von Malcolm Bannister, einem ehemaligen US Marine, und zwar einem afroamerikanischen Anwalt, der in einer kleinen Kanzlei in Virginia tätig ist. Dort wurde er eines Tages aufgrund einer RICO-Klage zu einer 10-jährigen Haftstrafe verurteilt, weil man ihm entsprechend halt die Tätigkeit für eine kriminelle Organisation vorgeworfen hat. Der Hintergrund war, er hat damals Immobilien an den Mann gebracht, und zwar in dem Fall an einen Lobbyisten, der dort zusammen mit verschiedenen Politikern Sex mit minderjährigen Mädchen haben wollte. Er muss ins Gefängnis. Malcolm Bannister war einer von vielen Anwälten, die auf der Liste standen. Er wurde abgeurteilt, er wurde inhaftiert und hat von seiner 10-jährigen Haftstrafe bereits 5 Jahre im Gefängnis abgesessen, als sich für ihn plötzlich die Gelegenheit bot, eben seiner Haftstrafe auf legale Art und Weise entgehen zu können. Und zwar wurde der Mord an einen Bundesrichter bekannt, der zusammen mit seiner Geliebten in einer Jagdhütte umgebracht wurde und aus dessen Tresor nachweislich mehrere Millionen entwendet worden sind. Millionen an Bestechungsgeldern und somit halt die Gelegenheit für Malcolm Bannister, eventuell einen Deal mit den FBI und den Bundesbehörden eingehen zu können. Malcolm Bannister als ehemaliger Anwalt, er hatte durch seine Verurteilung halt seine Zulassung entsprechend verloren, war auch im Gefängnis nach wie vor für seine Mitgefangenen als Anwalt tätig, hat diese entsprechend beraten, um zu schauen, ob es entsprechende Verfahrensfehler gab oder irgendwelche anderen Möglichkeiten sich bieten, seinen Gefangenen entsprechend frühzeitig aus dem Gefängnis herauszuhelfen. Dabei hat er halt auch die Geschichte von diversen Gefangenen kennengelernt und sieht jetzt seine Chance gekommen, hier einen großen Deal einzugehen. Und zwar schlägt er eben einen Deal vor, dahingehend, dass man ihn umgehend aus dem Gefängnis freilässt, ihm entsprechende Geldmittel zur Verfügung stellt, ihn einer plastischen Gesichtschirurgie unterzieht, damit man ihn nicht mehr erkennen kann, und ihn anschließend in das FBI-Zeugenschutzprogramm aufzunehmen. Mit der Begründung, er wisse, wer der Mörder des Bundesrichters ist, und er wisse auch, wieso der Bundesrichter ermordet worden sei. Die Begründung war halt, dass der Bundesrichter Bestechungsgelder entgegengenommen hat, und als Mörder stellte er einen ehemaligen Mitgefangenen vor, einen ehemaligen Drogendealer. Und hier fängt dann die Geschichte eigentlich wirklich richtig an, spannend zu werden, denn er muss den Beweis erbringen, dass die Tatsachen tatsächlich so sind, wie er sie darlegt. Und man gibt ihm halt den Deal vor, dass man ihn aus dem Gefängnis freilässt, sobald es zu einer Verhaftung des entsprechend genannten potenziellen Mörders kommt. Er kommt frei. Der Mörder bzw. der Drogendealer legt ein umfassendes Geständnis ab. Und so kommt es halt, dass Malcolm Bannister einer Gesichtschirurgie unterzogen wird, die seinem Äußeren ein völlig neues Äußeres gibt. Während seiner Haftstrafe wurde er von seiner Frau verlassen. Das heißt, er hat wirklich niemand mehr, an den er sich noch wenden könnte, und hat so die Möglichkeit, ein völlig neues Leben zu beginnen. Unter der neuen Identität Max Bordwell fängt er dann halt an, zunächst unter dem Schutz des FBI und des US Marshal Service ein neues Leben beginnen zu wollen. Doch es wird ziemlich schnell klar, dass das Leben doch nicht so leicht wird, wie er sich das vorgestellt hat. Und es ist zu befürchten, dass eben die Familie und die Freunde des Drogenhändlers es auf sein Leben abgesehen haben könnten. Und so kommt es dann halt auch, dass Malcolm Bannister in seiner neuen Identität untertaucht und sowohl dem FBI als auch dem US Marshal Service eben halt entrinnt. Keiner weiß, wo er ist. Und wer jetzt glaubt, dass die Geschichte zu Ende sei,
der irrt sich gewaltig. Das Komplott von John Grisham ist ein sehr spannend gehaltener Thriller, der immer wieder neue Wendungen aufbringt. So erfährt man dann beim Lesen, dass Malcolm Bannister zwischenzeitlich in die Karibik reist, dass er aber in Miami zum Beispiel eine Filmproduktionsgesellschaft zum Scheine ergründet, eine Produktionsgesellschaft, die sich spezialisiert hat auf Dokumentarfilme. Und man erfährt immer wieder, dass er dies tut, dass er jenes tut, dass er neue Freunde kennenlernt und dass er halt auch versucht, mit einem ehemaligen Mitgefangenen, den er ebenfalls im Gefängnis kennengelernt hat, einen Dokumentarfilm zu machen, der halt eben die Hintergründe von gewissen Vergehen des DEA durchleuchten soll. Das Ganze schaukelt sich hoch bis zu einem neuen Höhepunkt mit einer exakt neuen, also einer vollkommen neuen Wendung, die man in dieser Form vermutlich nicht erwartet hätte. Man liest den Roman, man glaubt jedes Mal zu wissen, um was es geht, man glaubt jedes Mal zu wissen, wie die Geschichte endet, und trotzdem gelingt es John Grisham immer wieder, Wendungen einzubauen und dass man selbst als Leser, obwohl man FBI und auch dem US Marshal Service stets einen Schritt voraus zu sein scheint, merkt man beim Lesen immer mehr, dass man doch nicht alles weiß. Und so erfährt man auch immer nur stückchenweise das Ganze, was eben hinter dieser Geschichte das Komplott steht. Und das Ende ist dann wirklich mehr als überraschend. Und wenn man dann am Ende angelangt ist und dann tatsächlich dann die Auflösungen kommen und es zum großen Finale kommt, erschließt sich einem auch wirklich erst das, was man auf den ganzen vorherigen Seiten gelesen hat. Kommen wir zum Buch selbst. Ich habe es mir hier, wie man sehen kann, als gebundene Ausgabe zugelegt. Es ist trotz allem nicht allzu dick. Das Papier ist schön dick. Es ist handlich und der Roman hat aktuell in diesem Band hier von Heine 445 Seiten, die sich entsprechend sehr gut herunterlesen lassen. Und wie gesagt, der Roman ist wirklich spannend von Anfang bis zum Ende. Hier ist halt auch sehr angenehm, dass es sich nicht nur um eine Geschichte in einem einzigen Bundesland oder in einem Bundesstaat der USA handelt, sondern diese Geschichte hier, die springt. Die Geschichte beginnt ja ursprünglich in Virginia, wo man Malcolm Bannister wegen einer Verschwörung entsprechend inhaftiert für 10 Jahre. Dort ist er im Gefängnis in Maryland. Später geht die Geschichte sogar noch weiter in der Karibik. Das heißt, man hat also auch, was die Lokalitäten angeht, immer wieder Sprünge. Und man weiß eben halt nie so genau, was führt Malcolm Bannister im Sinn. Wie gesagt, er ist ein ehemaliger Anwalt, er kennt sich mit dem Gesetz aus, er kennt die Schlupflöcher des Gesetzes, er kennt seine Mitgefangenen und er kennt halt entsprechend auch deren Geschichte. Doch was führt er tatsächlich im Sinne? Was hat es tatsächlich mit dem ermordeten Bundesrichter und seiner Geliebten auf sich? Und vor allem, was hat es mit diesem verschwundenen Gold auf sich? Von daher kann ich euch nur empfehlen, holt euch das Buch Das Komplott von John Grisham, bekannt als The Racketeer aus den USA. Es ist spannend geschrieben, es hat einen durchgehenden roten Faden und vor allem halt, es ist der erste Roman von John Grisham, bei dem ein Afroamerikaner die Hauptrolle spielt. Dies allerdings ist laut Ausführungen von John Grisham auf einen großen Zufall zurückzuführen, weil er halt sagt, es spielt keine Rolle, welche Farbe entsprechend sein Protagonist hat. Und von daher hätte man die Geschichte auch auf jeden anderen entsprechend schreiben können. Aber bildet euch selbst ein Bild hiervon. Das Buch gibt es gebraucht, auch als gebundene Ausgabe für wenig Geld zu kaufen. Ansonsten ist es halt sowohl als Neuauflage gebunden, als auch als Taschenbuch entsprechend erhältlich. Das war es auch schon soweit zu meiner Vorstellung von Das Komplott von John Grisham. Ich bin wie gewohnt natürlich auf euer Feedback gespannt. Wer von euch das Buch eventuell selbst schon gelesen hat, wie eure Eindrücke dazu sind und warte entsprechend auf euer Feedback. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder auf diesem Kanal hier. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.